Next question is also from Scora. This is a topic for community management. So I'll ask you, Candela. Are you going to make communication more transparent, for example the merges, so players have a better chance of preparing themselves? Yes, we always try to improve how we communicate events and updates, but it is true that we also need enough feedback from the test server, and we need time for fixes in case there is something that needs to be fixed. So we cannot plan with a lot of time in advance when things are coming. Thank you. Und ja, dann habe ich hier noch eine Frage von unserem fleißigen Fragensteller Scora. An dieser Stelle sage ich schon mal vielen Dank für dein Engagement. Natürlich auch an all die anderen, die uns Fragen geschickt haben. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ja, jetzt wollen wir deine Frage auch beantworten, Scora. Genau genommen, Flo beantwortet sie. Also, die Frage lautet: Wie wollt ihr dafür sorgen, dass die Spieler auch weiterhin an O-Game interessiert bleiben und die Spielerbasis nicht noch weiter schrumpft? Ja, das haben wir jetzt schon ein paar Mal ja angeteasert in dem Video. Durch Vielfalt, durch neuen Content, also wirklich Content und nicht Premium-Feature, sodass die Spieler wirklich neues Zeugs zum Entdecken, zum Explorieren haben, zum Ausprobieren, wie kann ich meine Taktik verfeinern, anpassen. Also in die Richtung soll es gehen, und dadurch sind hoffentlich viele Spieler wieder bereit, mehr Zeit in O-Game zu investieren, wieder länger dabei zu bleiben, zu sagen, hey, da ist was Cooles, Neues gekommen, ich möchte gucken, wie ich meine Strategie anpassen muss, damit ich damit auch erfolgreich weiterspielen kann. Ja, mit dem Thema Spielerzahlen geht es auch in der nächsten Frage weiter. Ja, die gebe ich dir einfach mal, René. Viele Spieler sind um die Spielerzahlen besorgt und ihre Frage lautet: Wann hört ihr endlich auf, ständig neue Server zu eröffnen? Was unterm Strich dazu führt, dass die Userzahlen immer weiter sinken. Im ersten Reflex würde ich jetzt sagen, hoffentlich hören wir nie damit auf, weil dann habe ich wirklich Angst um O-Game. Auf der anderen Seite verstehe ich die Spieler, die sagen, ja, wenn jetzt hier ständig ein neuer Server kommt, dann wandern ja die Spieler, die jetzt vielleicht nicht so gut waren in meinem Universum, dorthin ab, und mir fehlen dann auch die Ziele. Also das ist vielleicht auch ein bisschen egoistischer Grund. Auf der anderen Seite ist es aber auch natürlich so, dass wir den Spielern eine neue Chance geben wollen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe mir den Spaß gemacht, vor einem Jahr habe ich in einem sehr alten Universum angefangen, und ich bin gnadenlos untergegangen, also wirklich gnadenlos. Und zum anderen ist es natürlich so, dass ein neuer Server die Möglichkeit bietet, mal mit neuen Server-Settings zu spielen, die man eben nicht einfach mal auf einem alten Server aktivieren kann und dann ein großes Durcheinander reinbringt. Und ich glaube, diese Chance, die man ab und zu mal einfach haben muss, vielleicht mal was anderes zu probieren, selbst wenn man in seinem Universum richtig toll ist und von mir aus auch in den Top 10. Aber vielleicht möchte man mal eine ganz andere Taktik fahren, und da habe ich natürlich dann die Möglichkeit, auf einem neuen Server anzufangen und zu sagen, jetzt mache ich mal alles ganz anders. Und ich glaube, wenn wir gar keine Server mehr aufmachen würden, dann würden die Spielerzahlen sogar sehr viel schneller schrumpfen. Weil sie einfach für die alten Spieler wie für die neuen Spieler einfach wieder eine Eingangspforte bilden. Also ich hoffe, wir hören gar nicht damit auf. Natürlich schauen wir, ist die Frequenz jetzt optimal oder nicht, und da laufen dann auch technische Analysen, die meinen Verstand deutlich übersteigen. Aber das kann ich jetzt nicht pauschal beantworten, und das sollte ich auch, glaube ich, nicht tun, weil das wird sich auch ändern, je nachdem, wie sich das Spiel verändert. Also wir versuchen auf jeden Fall immer auf die Spielerzahlen zu achten. And now I have a question from Hasimir for you, Candela. Are you planning to review the rules of the game, especially concerning the increasing variations of the Pharah push? We review the rules often. The community management team gather and talk about the different issues that the communities are facing. Of course, when we change stuff in the rules, we always have to consider not only trying to find the fair play, but also trying not to affect the strategy of the game, which is the most important thing. So I cannot say what are we
reviewing right now, I can say that we are constantly checking how to improve the different set rules that we have. So, weiter geht's mit dem Thema Bots und Scripter. Die Frage kommt von Jo mit 2 Tildezeichen und auf Jo reimt sich Flo. Also ist das deine Frage. Ja, ich weiß, der war schlecht, aber der musste sein. So, werdet ihr in absehbarer Zukunft etwas tun, um die Welle an Bottern und Scriptern auf den Servern etwas einzudämmen? Ja, böser Blick in die Kamera zu den Bottern. Wir wissen, dass ihr da draußen seid. Und ganz allgemein, ja, wir tun was dagegen. Da werden wir natürlich nicht ins Detail gehen und sagen, was, wie, wann wir das machen. Uns ist es bewusst, dass da draußen Botter sind, dass sie auch den Spielspaß von OGame dadurch kaputt machen. Ich habe es selbst mitbekommen auf dem Server, wo ich spiele. Da sind regelmäßig Scans eingegangen und schätzungsweise auch automatisierte Angriffe zum Farmen. Und mit einem der letzten Updates, schon ein bisschen her, haben wir es wohl geschafft, diesen Mechanismus kaputt zu machen. Und ich hatte tatsächlich, ich glaube, eine gute Woche lang Ruhe. Es war rein keine Spionageangriffe und Raid-Versuche mehr da. Und wir haben auch mitbekommen, dass die Spieler sich beschwert haben, die den Bot benutzt haben, so, hey, es tut nicht mehr und ich habe dafür Geld gezahlt, was soll denn das? Und der Bot-Schreiber hat sich darum gekümmert und hat das gefixt. Und direkt danach ging es wieder los mit Spionagewellen, wo du genau gesehen hast, so, aha, das waren doch wieder Bot-User, weil sie passen genau in das Schema. Ja, solange es den Spielspaß zerstört. Wir haben davon Kenntnis, dass es die Bot-User gibt und wir schauen uns das auch wirklich, wirklich an und tun was dagegen. So, jetzt habe ich nicht mehr viele Fragen auf meinem Zettel, aber jetzt kommt die vorletzte Frage von Scora wieder. Und die ist wieder für dich, Flo. Für mich? Ja. Ich habe gar keinen aufgeschrieben. Egal, wir machen das on the flow. Ja, es geht um das erste OGame Q&A-Video. Also im ersten Video habt ihr darüber geredet, wie viele Personen aktuell an OGame arbeiten. Bedeutet dies, dass es keine Entwickler gibt, die dauerhaft an OGame arbeiten? Und wie viele Manntage stehen für das Projekt OGame pro Jahr zur Verfügung? Oh ja, also allein die Tatsache, dass ich wieder hier bin, zeigt, OGame hat feste Entwickler. Und es ist nicht nur ein fester Entwickler, es sind mehrere. Das mit den Manntagen ist, so wie es schon im ersten Video hieß, variabel, denn wir können einfach Entwickler zuziehen und sagen, hey, wir haben ein größeres Feature, wir möchten das schneller umgesetzt bekommen oder auch, wir möchten das Feature umsetzen und gleichzeitig Versionspflege betreiben, Bugfixes rausbringen. Das ist also tatsächlich dynamisch und nicht limitiert, weder nach unten noch nach oben. Ja, aber ansonsten, also feste Entwickler sind da, Entwickler, die einspringen können. Manntage ist halt offen. Okay, jetzt zur letzten Frage. Diese Frage haben schon viele Spieler gestellt. Die ist auch wieder für dich, Flo. Gibt es Pläne, die Entwicklung der Mobile-App wieder aufzunehmen? Also wir haben die Entwicklung der Mobile-App eigentlich eingestellt. Sollten wir es mal wirklich irgendwann wiederbeleben wollen, dann möchten wir jetzt wieder ein Ja noch ein Nein dazu sagen. Aber für die nahe Zukunft ist eigentlich Mobile-App nicht mehr vorgesehen. Ansonsten, man kann im Browser unter den Einstellungen sagen, ich möchte die mobile Ansicht anschalten. Und damit kann man das auch eigentlich recht gut auch auf Tablet und Smartphone spielen im ganz normalen Browser. Das heißt, es ist nicht wirklich ein Bedarf da für die Mobile-App. Jo, das geht ganz gut. So, jetzt habt ihr alle eure Fragen gestellt. Jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar dieses Tier da vorne. Das ist nicht aus unseren Spielen, oder? Das ist richtig. Das ist richtig. Das hier ist der kleine Alfred. Eigentlich das Lieblingskuscheltier von meiner Frau. Und ich dachte, ich bringe ihn einfach mal mit. Ich hätte jetzt natürlich auch die Möglichkeit gehabt, unseren kleinen Sohn mitzubringen, aber ich glaube, dann wäre das Interview ein bisschen lauter geworden. Und deswegen hat er hier so ein bisschen für uns die Stellung gehalten. Okay, cool. Jo. Okay, das waren jetzt alle meine Fragen. Und falls euch noch irgendwas unklar ist oder ihr neue Fragen habt,
dann schreibt sie einfach ins Forum, lasst sie uns irgendwie zukommen, denn wir machen das auf jeden Fall nochmal, oder? Ja, unbedingt, ja. Genau. Okay, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!